Ah, der Checkpoint ist direkt wieder am Start. Jetzt wird ein bisschen mehr aufgepasst hier. Ein bisschen mehr verprügelt und ein bisschen mehr gedasht. Zack. Ja, da wird man für Sterben noch mit Level abbelohnt. There was no sign of him or the ravens who'd captured him. Just rocks and snow and the usual scouts. No sign of the core either. Was this a wild rabbit chase? Oh, trust Lapino to screw up even getting captured. But what was this rebellion for anyway? Well, Lapino was a useless goof. But he was a friend. If friends didn't matter anymore, what was the point of winning this war? Bernardo's paws were getting numb. Calaveras really didn't want company, did he? Okay. Energie kriegt man durch blaue Kürbisse, ist ja klar. Kriegt man, bekommt man, heißt eigentlich auf Hochdeutsch, soviel ich weiß. Aber ich bin, gestern haben wir schon im Stream festgestellt, dass wir in Nordhessen immer so reden wie die allerletzten Vollpfosten und das gehört bei mir nun mal damit dazu. Also nicht wundern, wie das halt so mit Dialekten ist. Einem selber fällt es gar nicht so auf. Ich habe allerdings gemerkt bei den ersten Videos, die ich mit meinen Bekannten aufgenommen habe, wie bescheuert sich eigentlich der eigene Dialekt anhören kann. Das ist faszinierend. Ja. Gut, weiter geht's. Okay. Hier scheint ein Hebel zu sein. A lever? That was new. Ah ja, Most okay. people still use doorknobs. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss die Kristalle zerstören, das verstehe ich. Nein. Anscheinend. Aber ich verstehe nicht so ganz. Soll das hier aufsammeln? Wenn ich den ziehe, dann ja, aber There had to be something useful in these things, didn't there? ah, okay. Bernardo thought of the choices he had made so far. Rescuing a friend and then sending him to be captured. Recovering a super weapon. Ja, Letting it fall into enemy hands. Risking an assault on an enemy base for military secrets. And then failing to deliver them to the rebellion. Well, he was alive, at least. danke lieber Sprecher, dass du mir meine Entscheidung nochmal... Lord Bernardo. Keeps you limber. Ja, danke, dass du mir mal dazwischen redest. Nein, danke, dass du mir meine Entscheidung auch noch alle nochmal vorträgst, die sich auch richtig falsch anhören in deinem Mund. Okay. Da liegen At the end Smartphones. of the mountain path, Ah, Bernardo came to a clearing. There was a campfire, raven feathers, and Karten. Lapino's lucky deck of cards. Well, that wasn't good. Bernardo hoped Lapino would not try to cheat his captors at cards. Ravens were much better than weasels at counting, and they had a very poor sense of humor. Then, he saw what he had hoped never to see. Fresh scraps of rabbit fur. Ragged and bloody,
Ravens would eat anything. By Crabthar's hammer! Hernado screamed at the sky. I will avenge you! The rebels had assembled their fleet. Ahead, the clouds were dark with Imperial ships. If he could reach the Emperor before the rest of the rebels did, maybe he could settle this without too much bloodshed. He set sail, and the Farfarer shot forward. Da ist er wieder, der Ladebildschirm. Ja, der Sprecher, ja, ein wenig ironisch wirkt der, ne, der gute Mann. Aber er trägt sehr zur Belustigung des Spiels bei. Zum Lustigkeitsfaktor. Poor Lapino had never been a great warrior. The Mad Rabbit was good for a lark and a laugh. And a pint. The thought of ravens eating him made Reynardo furious. The way they were eating up the land. The way the Emperor was eating up the people with his new, bloodthirsty ways. He would make them all pay. Also dann, bei Crabthar's Hammer. Räche Lapino. If I craft a sword now, it's going to be really short. Ich kann Feuerschwert nicht. Bla 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 bla. Nein, dafür brauchen wir viel mehr Material. Dann auf ins wilde Gemetzel. Joa. Auf ins wilde Gemetzel bei Crabthar's Hammer. Teleporter, und dafür brauchen wir dieses Windescent-Schwert. Das brauchen wir ja gar nicht erst zu versuchen. Hier haben wir hier ein Level-Up. Oh, 2. Ja. Dann verlangsamt, entspannen ist immer gut bei mir. Wish I could do that. Das ist super. Statistiken, laufe schneller. Immer. Immer. Ich will ja nicht das Let's Play unnötig in die Länge strecken. Da ist jedes Lauftempo angebracht. Zumal ich das Gefühl habe, dass man irgendwann, glaube ich, alles skillen kann oder zumindest bei den Spezialisierungen sich vielleicht ein bisschen mehr entscheiden muss. Also die dann darunter kommen jetzt unter diesen Hauptskills, die ich jetzt nach und nach freischalte. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lang das Spiel geht. Mal schauen. Zum Schluss, ich habe mir vorgenommen... Ja, das war ein Rush. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ein Review zu dem Spiel zu geben. Wer der mag, der kann dann Folge einschalten. Da werde ich auf jeden Fall meinen Kommentar zu dem Spiel abgeben. Eine Empfehlung, ob es kaufenswert ist. Schon von Spielen schon später noch enttäuscht worden, wenn ich sie länger gespielt habe. Aber wen das interessiert, dann Zukunft. Wenn alle Folgen draußen sind, einfach die letzte Folge einschalten. Da werde ich dann meinen Senf zu dem Spiel noch abgeben und sagen, ob es der größte Bullshit des Jahrzehnts ist oder ob es dem Hype gerechtfertigt ist, den ich jetzt führe. Aber es kann eigentlich nur geil werden. Ein lustiger Feuerteleporter. Yep. It wasn't his fault. They looked so breakable. They look so breakable. I am the unbreakable. I don't know the word for fuchs on English. Fox. Ah.
Ich... Verdammter Idiot. Naja, ich komme ja auch schließlich aus Nordhessen. Wow. Wie cool das aussieht. Ja, hast recht, junger Mann. Da. Ich hab sie doch nicht mehr alle. What the fuck? Das war ein bisschen dämlich, würde ich sagen. Aber dann benutzen wir einfach mal, ich habe ein Déjà-vu. Wir kommen schon von hier unten, ne? Ja, zum Glück hat man das heile Schwert. Das macht viel wieder gut. Viele Deppenaktionen. Auf jeden Fall genau das Richtige für mich. Quasi die Deppenaktion. Protection! Ja. Ja, musste mich jetzt auch ein bisschen konzentrieren bei dem Kampf. Ihr jungen Männer. Und Frauen. What? 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 Geschicklichkeitsspielchen. Wie könnt ihr nur? Now the rabbit was gone. A hero looks out for his friends, even when they're gone. He would send Lupino an honor guard of ravens to serve him in the halls of the valiant. He would avenge him. Ja. Cool. What the heck? Das ist echt geil gemacht. Es ist auch für so ein eigentlich simples, ich nenne es mal weiter Hack and Slay RPG einfach auch total abwechslungsreich von den Ländereien und Ebenen, wo man lang geht. Mann. Ich glaube, bald könnt ihr euch mein Gesäusel gar nicht mehr anhören, wie ich von dem Spiel schwärme. Geil. Geile Scheiße. Beste. Komm her. Nein! Voll vor der Lattasche geklackt. Ah, ich depp. Ein Hoch auf das heile Schwert, heile Schwert, heile Schwert. Hepp. Ja. Und hepp. Und hepp. Das war ja nur easy. Na, das sieht doch wieder nach Kampf aus, oder kann ich einfach hier rüber? Hallo, ihr
danke, dass ihr mir das Licht anmacht. Ah, ich kann mich auch... Was? Schild, Mensch. Dich mag ich nicht. Blocken deine Angriffe, greife und wirf einen Schildträger. Ah, ich muss einen auf den Schildträger und dann verliert er das Schild. Das kriege ich dann hier im Leben hin, Leute. Komma Dash, X und... doch, ich krieg's hin. Ich bin so gut. Nicht. Episch. Episch, episch. Finally, he reached the Emperor's ship. And there was Lapino, surrounded by ravens. He was alive. They'd eaten some other rabbit. I'll save you! He shouted with joy and flung himself at the ravens. Oh, you shouldn't have, said Lapino when the last raven was down. Renato threw his arms around his best friend. I had to come. I love you, man. You really, really shouldn't have. It's guy love, it's guy felt a rather sharp love. pain in his back. Hintergrundmusik. As he collapsed, Lapino took the dagger out of Renato's back and wiped it off on Renato's sleeve. Why? You always have to be the hero. Brave Renato, epic Renato, super sexy Renato, and I'm sick of it. But I loved you. And you thought I was the idiot, said Lapino as Renato died. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision if it was true. He'd learned something. Lapino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the Mad Rabbit. But now he knew there was malice behind his goofiness. Ja, das kam überraschend. Aber ich bin, ne, Ethik und so, ne, da steht's, ein Held, dem Freundschaft über alles geht. Und so ist es auch im richtigen Leben, denke ich. Für gute Freunde würde ich alles machen. Nicht alles, aber fast alles. Ja, das war also, ich denke mal, unsere erste Fabel in der Welt von Stories, Path of Destiny. Ich schau mal, was hier jetzt noch passiert. Wir haben noch 5 Windessenzen bekommen. Neue Wahrheit enthüllt. Lapino ist ein Verräter. Stufe 2 Fähigkeiten freigeschaltet. Neuer Standort freigeschaltet. Tempel verlassen. Hier. Story 3, Story 1. Okay, hier sind wir jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit.
Also, wenn ich das richtig sehe, ist das die erste Kampagne. Wir haben jetzt herausgefunden, Lapino ist ein Verräter. Wir können es aber auch noch auf 1, 2, 3, 4 andere Varianten spielen. Vielleicht wird man da nicht am Ende umgebracht. Und ich denke mal hier... Also wie gesagt, falls jemand Bock drauf hat, dann die anderen Enden bei mir unbedingt noch zu sehen. Vielleicht werde ich dann nochmal 1, 2 Ründchen spielen. Mal schauen, wie später noch der Elan ist. Aber ich würde sagen, Geschichte ansehen geht nicht. Mit Y weiter. He'd made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards, towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced, or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Jetzt raff ich die Mechanik. Okay. Anscheinend, wir sind ja jetzt getötet worden am Ende. Anscheinend macht man jetzt Zeitsprünge und wir haben jetzt andere Auswahlen. Also wir sind jetzt wieder zu dem Zeitpunkt zurückgegangen. Ich weiß, Lapino hasst mich, weil ich so unglaublich sexy bin und geil. Ja, jetzt müssen wir ein anderes wählen. Das war Lapino nun wirklich nicht als Lösung betrachten. Nicht mal. Und dann das uralte verlorene sehen können. Ja, scheint schon. Und das ist jetzt neu dazu gekommen. Ein mysteriöser Tempel hatte sich aus der Wüste erhoben. Der Imperator sandte seine Raben aus, um den Iblisstein zu finden. Das uralte Artefakt barg vielleicht die Macht, um das Imperium zur Strecke zu bringen. Und ich würde sagen, damit geht es weiter. Windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. The Iblis Stone. It sounded ominous. It sounded powerful. If the Emperor was searching for it, it must be dangerous. And so, Bernardo went ostrich hunting. Ja, ich hab schon besser designte. Every child could sing verses about the Sky Ripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis Stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Ja, nun gut. Hole den Ibisstein. Aktuelles Ziel. Ich würde aber sagen, bevor ich mich jetzt auf Straußenjagd begebe, ich habe gesehen, das Spiel hat gerade gespeichert. Ich werde jetzt eine Pause einlegen. Ja, aber ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Ich freue mich,
für jeden, der bis jetzt zugeguckt hat und freue mich, dich auch wiederzusehen in der nächsten Folge oder dann halt, wenn ich die nächste Aufnahme starte. Bis dann und tschüss. Und hauen's reinsen.